Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Sophie und heute zeige ich euch das, was ich im ganzen Internet gesucht habe. Den Vergleich der Tefal Active-Rite 2 in 1, das alte Modell, mit der neuen Tefal Active-Rite XL 2 in 1, das neue Modell. Alle Videos zu den Airfryern findet ihr hier oben in der Playlist. Die Active-Fry habe ich seit 2018, die ist hier rauf und runter gelaufen. Man sieht es auch richtig schön benutzt. So soll es aber auch eben sein, damit sich dieses Gerät eben auch lohnt. Jetzt hat sie leider den Geist aufgegeben. Man lässt sie laufen. Nach dem ersten Laufen, wenn man noch mal 5 Minuten nachstellen möchte, geht sie nicht mehr an, beziehungsweise sie läuft nur 1-2 Sekunden, geht wieder aus, mache ich wieder an, geht wieder aus. Das geht natürlich nicht, ich brauche die, also habe ich nach einer neuen geguckt. Dieses Modell gibt es leider nicht mehr. Dafür aber hier das neue, das Active-Fryer Genius XL 2 in 1 Modell. Und ich habe aber nirgendwo ein Video gefunden, wo ich die Unterschiede sehe. Passt mein MSN-Line Pizzablech hier rein? Das wollte ich wissen. Das war die allererste Frage, weil das nutze ich hier eben sehr viel. Und deswegen hatte ich erst überlegt, mir das alte Modell einfach gebraucht nachzukaufen. Habe mich jetzt aber erstmal für die neue entschieden. Wenn ihr sie hinten an der Wand stehen habt, sind sie fast gleich groß. Hier sind ein paar Zentimeter, die sie weiter rauskommt. Aber wenn ihr den Deckel aufmacht, müsst ihr sie tatsächlich noch ein Stück vorziehen. Also mindestens bis hier. Das heißt für euch, ihr braucht eine Stellfläche von mindestens 52 cm. Das ist eine ganze Menge. Hier öffnet ihr hier. Auch hier ziehen wir ein Stückchen vor. Aber das war wirklich nur ein Zentimeter. Und wir brauchen hier 47 cm. Also 47 cm Tiefe und hier sind es 52. Breite 32, 33, beide gleich, das ist in Ordnung. Und die Höhe, beide so circa 27 cm. Unterschied Nummer 1, die Tiefe beim Aufmachen 52 zu 47, der Rest ist gleich. Dann sehen wir natürlich schon, der Deckel an sich hat sich verändert. Hier haben wir einen Plastikdeckel, den wir hier auch rausnehmen konnten und mit in die Spülmaschine geben können. Habe ich meistens nicht gemacht. So sieht er wahrscheinlich auch aus. Und hier sehen wir auch das Heizelement. Das machen wir hier mal auf. Hier ist das Heizelement so herum. Und hier wird das wirklich nur an einer Stelle rausgeblasen und nicht mehr so weitflächig. Dann werden wir im Laufe der Zeit sehen, was ist tatsächlich besser. Hier haben wir mehr Heizspiralen, wenn ich das so nennen darf. Ich weiß nicht, ob dahinter noch welche angeordnet sind. Hier haben wir auf jeden Fall einen breiteren Ausfluss der Heizspiralen. Und auch den Deckel kann ich abnehmen. Ich muss jetzt aufpassen, ich habe die gerade 30 Minuten laufen lassen, damit die erstmal ausdünsten kann. Muss ich mal schauen. Also der Deckel wird auch wirklich heiß. Und den kann ich hier, der ist auch noch heiß, abnehmen. Also, das hier ist Plastik und ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber das scheint mir Glas zu sein. Sieht auch ganz schick aus, wird aber auch wirklich richtig heiß. Die haben das Symbol nicht umsonst drauf. Also die wird letztendlich nicht so heiß wie diese, wenn man sie in Betrieb hat. Hier strahlt alles nach vorne, also das Gebläse ist nach vorne und untenrum kann man sie so anfassen noch. Wird schon warm, aber geht gerade noch. Und hier oben der Bereich ist richtig heiß. Also Finger weg, aufpassen mit kleinen Kindern und Tieren. Das war bei dieser tatsächlich nicht so extrem. Jetzt geht es ums Anschalten. Bei der alten ist der Stecker lose. Das wurde oft bemängelt. Ich hatte Glück, ich hatte keinen Wackelkontakt. Fand das auch ganz gut. Bei der neuen ist der Stecker tatsächlich hinten verbaut. Den kann man also auch nicht wechseln. Brauchte ich bei der allerdings auch nicht. Hier habe ich aber einen An- und Ausschalter, hier nicht. Jetzt kann ich sie einschalten, habe da ein kleines grünes Display. Ich nehme euch mal mit zum Display. Das ist jetzt ganz simpel. Man sagt einfach 5 Minuten, dann 2 in 1 und oben sagt man auch nochmal 8 Minuten und Start. Dann startet man unten, startet oben, fertig. Ganz simpel, man kann auch einfach nur Minuten einstellen und sofort starten. Das ist die Lautstärke von dieser, das vergleichen wir auch gleich. Und hier habe ich das Problem, dass ich hier eigentlich viel mehr Auswahl habe. Kann dann sagen, okay, Pommes ist voreingestellt,
Ne? 1,29 Minuten. Jetzt gehe ich auf. Also das ist hier nicht Touch. Also ihr seht schon, die Bedienung ist hier tatsächlich viel komplizierter als da. Da war sie schön einfach und simpel. Und hier muss ich jetzt selber erst schauen, das zeige ich euch dann eben im nächsten Video, wie das genau funktioniert. Das sollte jetzt erstmal nur klären, passt hier das Pizzablech rein? Das verrate ich euch gleich. Ich mache jetzt einfach mal die Lautstärke als Vergleich. Wir stellen die hier einmal an. Die hat ja immer so ein Pfeifgeräusch gehabt. Hört ihr das Pfeifen? Ne, das kennt eigentlich jeder. Und die im Vergleich, da ist die schon wesentlich lauter. Man hört die eigentlich gar nicht. Ich mache die jetzt mal aus. Die hat schon ein anderes Geräusch. Kein Fiepen. Also dann haben sie das hier nochmal richtig gut verbaut. Hinten wird die Luft eingezogen und hier vorne rausgeblasen. Stopp. Also hier ist auf jeden Fall Start und Stopp. Mit Plus und Minus kann ich dann die Programme auswählen. Muss ich mir aber nochmal anschauen, weil ich hier vorhin rumgespielt habe. Das ist wohl ein Timer und ich habe irgendwie was mit Timer eingestellt. Das seht ihr an der Uhr hier oben. Jetzt geht's weiter. Wir machen die mal auf. Hier habt ihr die Grillschale. Die vergleichen wir jetzt. Bei der alten Actifry ist der Griff hier integriert. Einfach hier Push drücken und ihr habt ihn in der Hand. Braucht keinen extra Stauraum, könnt die Platte hier so rausnehmen. Und bei der neuen habt ihr einen extra Griff dabei, braucht also auch wieder den Raum dafür. Dafür ist er schön griffig, sage ich jetzt mal. Ich hatte aber tatsächlich nie Probleme mit dem, das hat immer gut funktioniert. Hier schiebt ihr jetzt einfach, setzt ihn auf, einrasten, rausnehmen, dann habt ihr das auch gut in der Hand. Wir vergleichen direkt die beiden Platten miteinander. Die neue ist tatsächlich etwas kleiner und damit ist eingetreten, was ich befürchtet hatte. Wenn die kleiner ist, ist der Innenraum dann auch kleiner. 23 cm zu, 24 cm und dieser Zentimeter kann schon viel ausmachen. Hier haben wir unseren Rührarm. Also der Rührarm sieht optisch fast identisch aus, passt natürlich gegenseitig. Der neue auf die alte, aber der alte nicht auf die neue. Wobei ich auch nicht weiß, ob der dann funktioniert. Testen wir einfach mal, wenn ich es anmache, ob der neue Arm sich in der alten dreht. Okay, das funktioniert sogar. Und auch hier messen wir einmal. Wir haben hier 26,5 Innenmaß und hier 25,5. Das heißt, auch hier fehlt mir 1 cm. Wer sich jetzt fragt, was hat sie denn immer mit der Pizzaplatte? Es gibt doch die Pizzaplatte gar nicht als Zubehör. Nein, original nicht. Aber von MSM Line gibt es für die Actifry 2 in 1, also für das alte Modell, das Pizzablech. Die haben extra diesen Adapter hergestellt. Der kam hier unten drauf. Auf in den Adapter kam hier der zweite Adapter, also ein Adapterring und ein richtiger Adapter. Den nutze ich schon sehr lange, verlinke ich euch auch nochmal unten unter dem Video. Und man konnte auch dieses Pizzablech dort kaufen. Ihr seht schon, reichlich benutzt. Kann man auch mit dieser Backfolie benutzen, Kuchen drin machen und alles Mögliche. Habe ich auch schon einiges in den Videos gezeigt. Und da der Griff jetzt ja dann nicht drin ist, wurde auch gleich dieser Adapter für vorne mitgeliefert. So war das hier zu. Und man konnte die Actifry ganz neu nutzen mit viel Raum. Ihr habt ja immer nur den Raum bis hier bis zur Heizspirale. Und so konnte ich die immer richtig gut nutzen. Möchte das jetzt auch hier. Aber wir wissen ja schon, dass uns 1 cm fehlt. Wir nehmen auch hier den Topf raus. Vergleichen das mal einmal direkt. Den Innenraum, ihr seht schon, hier ist jetzt so ein Ablauf. Jetzt seht ihr schon, das Gewinde ist hier viel größer. Das, was jetzt hier gepasst hat, passt hier jetzt nicht mehr. Und auch der Adapter müsste hier drauf passen. Und es ist jetzt schon zu klein. Also der Innenraum ist leider für das Pizzablech zu klein. Das funktioniert leider nicht. Eine Besonderheit hat die Actifry noch, und zwar hat sie hier nochmal so ein
Schutz. Das wird hier vorne aufgesetzt, direkt Front steht hier. Und dann direkt auf den äußeren Ring wird das aufgesetzt. Dafür ist dann der Spritzschutz, wo ich jetzt gerade überhaupt keine Ahnung habe, wo ich den hingelegt habe. Also wirklich drauf machen, dann habt ihr hier nicht alles versaut. Schreibt mir bitte in die Kommentare, welche der Actifry gefällt euch besser. Und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bis dahin, eure Sophie.